Letztes Mal hat es gefehlt als Start des Videos und ich muss echt sagen, das tut mir leid. Das ist meine YouTuber-Apology-Video hier. Liebe Leute da draußen, ich muss mich von ganzem Herzen entschuldigen dafür, dass ich ein Track-Trendy-React-Video nicht gestartet habe mit Ich krieg, glaube ich, irgendwann noch fahre ich in Ohnmacht bei dem. Guck mal hier, Spucke rausgekommen. Anyway, los geht's. Today, I'm flying Japanese first class for 15 hours from Tokyo all the way to New York. I'll show you exactly what it's like from the first class lounge to my private enclosed suite and the fine. Okay, da freue ich mich jetzt schon auf die Einstellung. Die war ja schon in der Preview geil. Die ist wieder, Weiß nicht, warum ich das witzig finde. Finde ich aber witzig. I don't know. With an eye-watering ticket price of over $13,000, but you're invited along for the adventure. Glaubt ihr, weil er am Anfang des Streams schon, also am Anfang des Videos schon sagt, wie teuer es ist, was er ja sonst immer bis zum Ende aufhebt, glaubt ihr, dass es könnte ein Indiz dafür sein, dass es ausnahmsweise mal tatsächlich von ihm bezahlt worden ist? Das ist nur Vermutung hier übrigens, ne? Nur Vermutung. Konnichiwa and welcome to Japan. We're on the way to Haneda International Airport. Ich meine, ich sag das jedes Mal, aber trotzdem, stell mal vor, du bist der Taxifahrer hier und dann guckst du in den Rückspiegel und das ist, was du siehst. So ein Typ, wo du ja die Kamera, du siehst ja, der hält die Kamera so und dann dieses. Konnichiwa. We're on the way to Haneda International Airport, which is the closer of the two Tokyo airports, at around a 20-minute drive from my hotel. I highly recommend the Conrad, by the way, a dedicated international terminal and a major hub for A&A. A&A, was ist A&A? Air and Anal? Was ist A&A? First class passengers are invited. Ach, das ist die Airline, A&A. So. Ey, das sieht ja wirklich aus wie Anal, das Logo. Hier, guck mal. Ey, das sieht ja voll so aus. Das ist doch ein L hier, Mann. Ist mir noch nie aufgefallen. Wie scheiße ist das denn? Du, fliegen wir heute mit Anal oder mit Lufthansa? Ah, okay, wir fliegen mit Anal, cool. Dann bereite ich mich vor. Stamped out of Japan, I find myself in the busy airside section of the terminal. Airside section. It's safe to say travel is very much back here in Tokyo, which is great to see. Next, I just have to drop into duty free and pick up the obligatory green tea Kit Kats. Have you tried these before? Bäh. Was? Grüntee KitKat? Nee, will ich auch ehrlich gesagt nicht. Seeing as we're in Japan and this is the airline's home base, I'm expecting great things. Komm zur Anal Suite, ey. Ich kann nicht aufhören. Es ist. Mann, es sieht so. Ach, ich würde da überall mit dem Edding oder so ein L dran machen. Ich bin halt einfach 15 Jahre alt. Private office space and a buffet selection with some made-to-order food. My favourite though is the relaxation space with sweeping apron views. So this is where we're heading now. Ich dachte gerade kurz, das schwebt, das Blaue, aber dann habe ich hier diese Strebe gesehen. Ich dachte wirklich gerade echt, das ist so, die Japaner haben einfach Next-Level-Technologie, das ist so Supraleiter und das schwebt einfach oder so, aber ist nicht so. Hier, guck mal. Know it! Overall, I'd say this lounge is quite disappointing. Whilst the made-to-order food looked good, there's no spa, limited. Der ist ganz schön kritisch heute, oder? Irgendwie. Willi, was ist denn da los? Schlechte Laune oder was? Below average beverage offer. Got a Tim's, got a nice. So I got my Tim's and I got my nice jumper, got my Moet ready to go. Guck mal, der hat für die Einstellung auch einfach hier die Kamera auf den Boden gelegt, musste hier einmal nochmal zurücklaufen und einmal jetzt nochmal in die andere Richtung nochmal laufen. Das ist einfach Vloggerarbeit, Leute. And really just doesn't feel that special. Find's so geil, wenn jetzt einfach jemand die Kamera klauen würde und das alles so an Kamera und du siehst einfach nur so das Bild, so wackeliges Bild, so wie jemand so ein Terminal verlässt. Hab ich grad so gemacht? Ey? Anyhow, the real it's a full flight with space for over 200 passengers and the gate is a hive of activity. It's not long to wait though. Ich fühle den Flughafen irgendwie nicht. Seht ihr das auch so? Ich weiß nicht. Der Flughafen wirkt irgendwie sehr chaotisch. Das ist ein bisschen für mein Brain, ist ein bisschen Reizüberflutung die ganze Zeit. So viel Schriften, so enge Gänge. Es wirkt irgendwie nicht so, weiß ich nicht. Wirkt irgendwie nicht so chillig. Es sieht ein bisschen stressig aus. Aber ich meine, es ist Tokio. Ja, macht wahrscheinlich Sinn. Now we get a proper look at our aircraft. This 4-year-old Boeing 777-300ER. So let's head down the jet bridge and explore. Guck mal, Anal. I'm warmly welcomed on board and shown over to the far aisle, where my suite 2 Kilo is located. Was ist das, First Class? Sieht ja nicht first-classig aus. My luggage stowed then in my very own overhead bin and settle into the suite. Not forgetting, of course. Hä, das ist doch ein normaler Sitz, Junge.
Was haben wir denn bei den anderen Dingern? Hat man eine eigene Kabine gehabt oder so? Und was war das eine mit den 2 Zimmern und so? Wow, first impressions are really quite something. Hä? Sorry, ihr müsst mir kurz helfen. Bin ich gerade zu verwöhnt wegen seinen Videos? Aber das ist doch normal. Also, es ist schon immer noch ein geiler Sitz, aber das ist doch kein 13.000 Euro Sitz, oder nicht? I don't know. Warte mal, ich muss kurz, vielleicht soll ich es mal kurz probieren. Vielleicht probiere ich das mal. Ich muss mir selber kurz sitzen. Yeah, well, it's alright, but I mean, would I pay 30,000 yen for this? I don't know. Can't get over the size of that TV. I'm served a pre-poured glass of champagne. Moment. Unsure exactly what this is, but I can't say I'm one to say no. Da macht er wieder seinen verschmitzten Gag. Hört ihr's raus? Hört ihr das an der Stimme auch raus, Leute? Bitte, sagt mir, ich bin nicht der Einzige. Wenn er diese kleinen Gags macht, das hört man ja nur in der Stimme so. I'm not gonna be one to say no. Look at the champagne and I like champagne. I'm gonna take it anyway, you know, if it's free. I mean, I'm gonna take it. Bear in mind I also get a separate amenity kit along with PJs, a jersey and slippers. It's not long until we're ready to push back from stand, so let's get my seatbelt fastened as we begin our taxi onto the runway as the safety video is run. 座席とテーブルを元の位置にお戻しください。 Please keep your seatbelt securely fastened whenever you are seated. 酸素マスクが降りてきた際は、マスクを強く引き寄せ、鼻と口に当てて呼吸します。 Was war das gerade, Donnie? Ich habe mich überrascht, also ich habe mich so gefreut, Japanisch zu hören. Ich will das auch können. Das ist so eine geile Sprache, aber ich kann es nur schlecht nachmachen. Over the next 15 hours, we're flying some 7,000 miles across the Pacific Ocean and the international dateline, passing over the entirety of North America. So, jetzt kommt der Klugscheißer, Donnie. Denn lasst euch nicht sagen, dass Streamer verdummen. Streamer, ich bin das beste Beispiel, verschlauen. Nee, warte, scheiße. Werden schlauer. Weil ein paar von den Leuten, die hier öfter sind, wissen wahrscheinlich noch Bescheid. Wisst ihr noch, als ich mich gefragt habe, warum auf so also hier, diesen Karten, wo man sieht, wo Flugzeuge, wie die fliegen. Gott, jetzt rede ich halt richtig wie ein Dummkopf gerade, ne? Jetzt bin ich viel hier, ich habe mir selber diese Rampe gebaut. Jetzt alles, was ich sage, habe ich das Gefühl, klingt dumm. Dass man ja quasi, das ist immer so eine, also das ist ja fast nie, das ist nie eine gerade Linie, wie er es hier gerade macht. Weil die Erde ist ja eine Kugel und eigentlich ist es immer eher so ein Riesenbogen oder so, oder nach unten ein Bogen. Deswegen hier, das ist nicht richtig, Klugscheißer Donnie, weil schlau, weil Streamer, sagt euch, so sehen Fluglinien nie aus. Wo ist der Nordpol? It's not long before we reach our cruising altitude of 35,000 feet. So let's get that seatbelt off. Ich habe das Gefühl, je weniger tatsächlich so Vlog-Content er hat, desto mehr macht er so Statistiken über so wie lang der Flug war, Zeitzonen und sowas, damit er so eine bestimmte Länge vom Video hinkriegt, glaube ich. Oder hinten hat einer die Schuhe First order of business is lunch. Or, well, I'm not even sure what given the time zones. A&A have a dine-on-demand concept in first class, offering an extensive Japanese menu. As we're flying a Japanese airline, I absolutely must sample the local cuisine. With my order placed, let's take a proper look around this Boeing 777. Der hat eine Drohne dabei, die neben dem Flugzeug fliegen darf. Krass, muss so eine Genehmigung, muss schwer sein zu kriegen, aber gut. Moving into business class, we have the room, consisting of 64 private business class suites, with fully closing Ja, aber guck mal, die Sitze sehen doch jetzt nicht viel anders aus als sein Sitz, oder? Ich finde die fast irgendwie besser? I don't know. doors and ultra-wide seats. Having flown this myself before, I can vouch for it being one of the very best in the sky. Finally, we reach our cabin, first class, aka the suite. There are 8 Jetzt mal ernsthaft. Vielleicht reite ich da zu viel drauf rum, aber das sieht nicht signifikant anders oder krasser aus als die Business Class. Wenn ich die Wahl hätte und denke mir, hey, ich will luxuriös fliegen und Business Class kostet wahrscheinlich ein paar tausend Euro weniger und sieht halt fast genauso aus, dann nehme ich die Business Class, weil ich bin ein echter Schwab. all featuring a 43-inch 4K TV. I'm seated in the aforementioned 2 kilo, but in truth there's not really a bad seat. On that note, let's boot the Tims off and get changed into the provided. Ey Leute, ich finde, dieser Content, Mann, wie ist es passiert, dass das hier ein Ding ist auf diesem Kanal? Ey, ich habe das Gefühl, wir sind so eine Community in der Community, die nur diese Reacts und immer diese ganzen Gags schon einfach nur drauf warten. Build the Tims off! Was hat der damit immer? I make it champagne o'clock, and there are 2 standouts served today. A vintage 2008 Bilcart Salmon and my favourite Krug Grand Cuvée. Jemand im Chat fragt, duscht er noch? Ganz ehrlich, ich bin mittlerweile enttäuscht, wenn es keine Duschen gibt von Track Trendy. Ich finde, das gehört dazu. Moet. Ich habe mich neulich, übrigens ist kein Scheiß, ich habe mich dabei erwischt, wie ich im Edeka in der Weinabteilung war und habe ich so ein Moet gesehen und habe wirklich so für mich, nicht nur im Kopf, sondern laut ausgesprochen, Moet. Und da musste ich selber ein bisschen lachen danach. Aber es ist einfach so passiert. Ich bin so gelaunt. Moet.
Wirklich, ich schwöre. To go with the Krug, I'm served an amuse-bouche of dry-cured tuna ham with a sake sauce, squid wrapped in Brussels sprouts, and Wieso roast ist der Tisch beef. so lang? Yes, Das verstehe ich nicht. Okay, warte, jetzt habe ich ich glaube, das ist eine legit gute Beobachtung. Mal guck mal, wie lang ist denn der Tisch? Der sitzt doch da alleine. Wozu braucht er hier einen zweimal Aufklapper? Das verstehe ich nicht ganz. Nur damit man halt diese krasse Beinfreiheit hat? Das sieht irgendwie komisch aus. Sieht aus, als wäre der so, weiß nicht, bei Game of Thrones oder so, einer an so einem langen Königstisch oder so. Das ist voll unnötig. now it's time for my appetizer, known in Japanese as sakazuke, sorry for the pronunciation, and rather than the usual caviar, I'll be trying geoduck clam. I didn't really look into this beforehand, but looking at it now, crikey. The reference is Crikey, mate! Oh my god, mate, it was so crikey. the largest burrowing clam, which has a mind-blowing lifespan of 146 years. And you Was? know what? It actually tastes delicious, as well Bah, nee, das mag ich gar nicht. Was heißt nochmal Clam auf Deutsch? Muschel, oder? Es gibt Muscheln, die 126 Jahre alt werden? Was? being an excellent source of protein. Why? Was soll das? Muscheln chillen einfach nur in ihre... Was machen die denn überhaupt? Was macht eine Muschel den ganzen Tag? Da rumsitzen, dann... Die bewegen sich auch nicht. Können wohl... Ich mache da viel zu viele Fragen jetzt auf. Ich raff nicht, was Muscheln sind, ehrlich gesagt. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht bis jetzt. Die chillen einfach nur, oder? Also die sitzen einfach nur da und haben in ihrer Schale so... Check ich nicht. Ich raff Muscheln nicht. Aber ich merke schon. Chat, auf jeden Fall absolut pro Muschel. Gut. Hey, ich habe nichts gesagt. Muscheln sind cool. Sorry. Translated to simmered plate, consisting of conger and sea bream. This is also pressuring me to improve my chopstick skill set, even more of a challenge on broth-based dishes. They Oh, keep ey, warte mal, Spiegelung. Ich will mal sehen, wie... hier, wegen Stativ und so. Ich will mal sehen, wie der da sitzt. Guck mal, da... Ah ja, hier hat er so ein... Wie heißt das? So ein Dreibeiner. Es wäre so geil, wenn man hier jetzt irgendwie noch was erkennen würde, was er nicht zeigen will oder so, weiß ich nicht. Was ist da noch? Ich kann nicht... Was mache ich eigentlich mit meinem Leben, ey? Was mache ich mit meinem Leben, Leute? Hier sieht man noch mehr. Da, guck mal, da ist so eine Kamera aufmontiert, ey. Warum hat der zwei Gläser hier? Ist eine ins Wasser, ha? Okay, gut. Detektiv Donnie hat nichts Krasses gefunden. Ja, so ein bisschen CSI Miami bin ich gerade. CSI Anna Airlines. They keep on coming. Now for otsukuri, Nee, which nein. is seared Einfach nein. Mag ich gar nicht. Ey, nee. Das sieht doch... weißt du was? Dieser Teller sieht nach Mundgeruch aus. Ganz einfach. Lass mal rohen Thunfisch essen und dazu noch rohe Zwiebeln reinballern. Geil. Lass mal knutschen danach. Habt ihr Bock? This is actually a sashimi dish with just the bonito Nee, ich habe Sashimi noch nie verstanden, aber no hate sollt ihr machen. Ich weiß, viele Leute mögen das. Ich mag auch Sushi tatsächlich, aber Sashimi habe ich nie verstanden. Ich brauche immer ein bisschen Reis dabei. Und wenn überhaupt, dann nur mit Lachs oder so. Aber nee, so ganz, ist immer, ich meine, im Endeffekt ist ja, muss man überlegen, Sashimi ist ja wie, wenn du einen Fisch nimmst aus dem Wasser und reinbeißt. Es ist roher Fisch. Du isst einen Fisch. Bin ich der Einzige, der das irgendwie total abartig findet? I think we can all agree this is quite the contrast to my usual medium rare steak. Matt genauso weird, sagt Don Carlito. Du, ganz ehrlich, ich sag dir eins, wenn ich eins gelernt habe seit 4 Jahren Streaming und das von einem deutschen Publikum, never talk bad about Matt. Trust me. For shusai or main course, I've opted for the sake grilled tilefish with crispy rice and a side of kabachi. And this, before you ask, Was is ist a chilled das? poached beef and yuba roll. I can confidently say this Ey, ich finde das alles nee, also einfach nicht mein, ich finde das Essen wirklich, sorry, es macht mich richtig sauer, das Essen. Japan ist doch bekannt für geiles Essen, also vielleicht ist es halt so High Fine Dining, aber ich finde, das sieht alles ekelhaft aus, würde ich nicht mögen. I'm served macaroon with vanilla, Warum strawberry. hat das alles so Pastellfarben? Ist es so ein Ding bei denen? Jedes Essen hat so eine Pastellfarbe, habe ich das Gefühl. Of course, I just have to have the Hibiki 21 whiskey on the side, which just so happens to be a very rare. Wie groß ist denn das Glas? Hat der sich einen halben Liter Whisky reingeballert? Das ist doch ein Riesen... Ist das die Perspektive? I don't know. Warte mal, vielleicht ist so eine kleine Flugzeugflasche. Dann sieht das nur so aus. Aber wenn das eine normale Flasche ist, dann ist das doch ein Riesenglas, oder? Warte. It also happens. Doch! Das ist... Ey, das ist ein ordentlicher Humpen, Alter. Da bist du doch besoffen. Das ist Whisky, Mann. Ab geht's, Leute. Wuhu! To cost around $1,300 a bottle. This is how it was served, and I must say, it's utterly divine. Utterly divine. Utterly With dinner divine. service over, I think it's time to change into something a little comfier and explore the sleeping arrangements. Oh, das gucke ich mir nochmal an. Dieser Move, Alter, was ist denn jetzt los? Bisschen Comedy-Einlage oder was? Links, rechts? Ich weiß es nicht. Lass mal nochmal sehen. And explore the sleeping arrangements. We'll head to one of the 2 bathrooms at the very front of the first class cabin. These are kept immaculately clean throughout the flight. Clean.
even feature a Japanese-style toilet. Ey, ich wirklich automatisch in den Spiegel geguckt gerade, ne? Ich wette ihr auch, manche von euch. Ich habe wirklich automatisch in Spiegel, ich tue die Spiegel sofort scannen in dem Raum. Ich wette, das haben ein paar von euch auch mittlerweile. What I really find staggering is the level of amenities provided. From mouthwash to a body sheet to the amenity kit I'm gifted stocked with pricey Ginza cosmetics. Now trust A&A to come up with a simple yet innovative way to change on board. Introducing the dressing platform. Was ist das? Ich dachte, das wäre eher so ein Baby für Windeln oder so. Stand to ensure your feet don't touch the bathroom floor when changing. Ja, warum? Hä? Muss ich nochmal anhören. Ich habe auch dazwischen gedacht. Aber das Ding ist dafür, dass man die... Warum ist das so schlimm? Hygienemäßig oder was? Ach so, Pisse auf dem Boden. Ja, gut, stimmt. Jetzt, guck mal, Chat weiß schon, wie sie mit mir reden müssen. So, komm, dem können wir das... Leute, der checkt das nicht, wenn wir Hygiene oder sowas sagen. Das sind zu große Worte. Einfach, ja, okay. Pisse auf dem Boden, Donnie. Pisse auf dem Boden. Ich so, okay, alles klar, deswegen. Oh, geiler Cut, Alter. Much better. Let's get my teeth brushed and head back to my suite. Dieses Umziehen verstehe ich nicht. Das würde ich nie machen. Dann penne ich halt in meiner Jeans oder ich komme überhaupt ins Flugzeug nur halt mit so bequemen Klamotten bei so einem Long-Distance-Flug, oder? Da hätte ich gar keinen Bock drauf, mich da auf so einem Anti-Piss-Brett irgendwie so umzuziehen. In my absence, my suite has been transformed into a bed, complete with a mattress topper, duvet and fluffy pillow. Oh, jetzt kommt die Schlafmusik, jetzt kommt dieses romantische Lied so ein bisschen, dass wir so ein bisschen verträumt werden. Let's get those suite doors shut for the ultimate privacy. Lay back and get some rest. Das sieht so bescheuert aus, Mann. Aber guck mal, er hat sich wieder die Mühe gemacht. Er hat jetzt wirklich so beide Achsen geschossen, ne? Er hat hier war ja vorher die Kamera, ne? Für die ganzen, für Leute, die nicht verstehen, wie Filme funktionieren. Ja, er hat die Kamera erstmal hier aufgestellt, in die Richtung schießend, um dieses Runterdingsen. Da musste er erst nochmal abbauen, nochmal auf die andere Seite, damit er das. Er macht sich schon Mühe. Rest. Well, good morning from 35,000 feet. It's actually been morning now for close to 12 hours, given that we've crossed the international date line. Not wanting a traditional international breakfast, let's continue with the Japanese selection. Erstmal Whisky, oder? Da ist der Tisch, guck mal. My last Japanese der meal, Tisch ist komisch. Ey, ich reg mich da jetzt weiter drauf auf. Ich verstehe diesen Tisch nicht. Ich finde den scheiße. Warum ist der so? Last Japanese meal, I think. Warum? Da stellt doch nie jemand was ab. It's fitting to choose the ramen. One Ja, of my da, all-time favorite jetzt haben wir doch meals. das geile Essen. Das will ich doch sehen. Aber das sieht auch ein bisschen scheiße aus, die Rahmen, ne? I think it's time to try out the in-flight entertainment. This is called A&A Sky Channel and features quite the variety of content. It's not quite Emirates, but the selection is strong, especially on the crisp 4K 43-inch TV. It's not all too long before we'll be starting our descent. Ja, hier die Linie habt ihr gesehen. Das ist eine Lüge da, wie das auf der Map war. Das stimmt nicht so. Es sieht nicht so aus. Ich bin nicht happy hiermit. Ich finde das alles irgendwie nicht so geil. Also nicht das Video, sondern einfach die erste Klasse hier oder was auch immer. Ich finde es irgendwie ziemlich underwhelming so für die Sachen, die wir bis jetzt gesehen haben. Sorry. Für 13.000 Leute. As we prepare for landing, I think it's time to talk cost. How much did this flight cost me? Er hatte doch am Anfang well, gesagt. as shown earlier, the retail price of this flight is over $13,000. Ah, warte, hat er wieder sein Buddy aus der Booking-Dings? Kommt jetzt, was glaubt ihr? Kommt jetzt wieder sein Freund? I paid nowhere near this. I started my flight in Seoul, South Korea, where I was able to book this for $5,415. In fact, I could have booked this cheaper still by using Virgin Atlantic Air Miles. Providing you find availability, this can be redeemed for 85,000 miles each way, with around $300 in taxes. Availability is sporadic though, and just didn't work for my travel dates, but deals are very much out there if you have the flexibility. Aber was macht der denn da in Japan? Das Anyway, sagt er auch nie. Glaubt ihr, Leute, der fliegt wirklich einfach nur noch irgendwo hin, damit er dann einen Vlog machen kann? Dann chillt er da irgendwie einen Tag und dann haut er wieder ab mit einer anderen Airline? Also wahrscheinlich schon, oder? Das ist ein verrückter Job irgendwie, That ja? completes our 15-hour journey. Ich hätte da keinen Thank Bock you drauf. so much for watching. Ja gut, okay, das war jetzt das neueste Track Trendy Video. Bevor wir gehen, wollte ich euch aber noch eine Empfehlung machen. Ich habe einen guten Tipp für euch. Ich habe einen YouTube-Tipp. Dieses ganze Video hat mich jetzt da drauf gebracht. Das wollte ich mal hier vorstellen. Ich mache eine kurze Mini-Vorstellung. Kennt ihr den Kanal Experience Japan? Den will ich euch gerne mal empfehlen. Das ist so ein Dude, ich liebe den. Der zeigt nie sein Gesicht, der redet auch nie. Es ist alles ohne Ton. Es ist der meiner Meinung nach beste Kanal auf YouTube. Und das ist für mich die beste Art Travel-Vlog. Guck mal, der redet immer mit den Leuten hier in Form der Comments unten. Da macht er auch manchmal so kleine Gags, das ist total süß. Gucken wir mal kurz. I leave these windows open. The interior design with a sea motive. Ist jetzt schwer, direkt eine Stelle zu finden, um euch sofort zu überzeugen. Aber trust me, wenn ihr mal runterkommen wollt, einfach nur so ein bisschen abschalten. Dieser Kanal ist mega gut. Hier die Vending Machine ist, glaube ich, ein bisschen viral gegangen. Ne? Hier sieht man ja 2 Millionen Views oder so. Hat also alte japanische Vending Machines ausprobiert und holt sich dann immer das Essen und so. Ist einfach geil. Der Kanal ist einfach der Hammer.
Guckt mal rein, wenn ihr wollt. Wir verlinken das unten unter dem Video. Also, das war's, YouTube. Wir machen hier noch ein bisschen Stream-Quatsch auf jeden Fall, aber wir haben jetzt wieder Track-Channel-React gemacht. Ich hoffe, ihr seid happy damit. Lasst ein Like da. Liebe Grüße gehen raus an Willy. Falls du irgendwann mal diese Videos siehst. Alright, mate. Cheers, mate. Take it easy, mate. Bye.